Hi, heute wollte ich euch zeigen, wie ich Drachenschuppen und so ein Drachenauge auf einen Armschutz punziere. Als erstes habe ich mir als Basis ein Schnittmuster aus Pappe zugeschnitten. Dann das Leder passend zugeschnitten und mit Wasser angefeuchtet. Dann habe ich meinen Stechzirkel auf 2 cm Breite eingestellt und damit auf dem Leder eine Außenlinie markiert. Diese schneide ich dann nochmal ein mit meinem Swivel Knife. Dann markiere ich mir die Mitte der untersten Linie. Und die Mitte der Fläche. Aus Pappe habe ich mir dann so eine Form zurechtgeschnitten, in der ich später das Auge des Drachens punzieren möchte. Die Außenlinien davon habe ich mit einem Stylus übertragen und schneide jetzt mit dem Swivel Knife diese Linien wiederum ein. Als nächstes zeichne ich mir auf das Leder direkt mit einem weichen Bleistift das Auge des Drachens, wie ich es gerne haben möchte. Das könnt ihr natürlich auch vorher auf Papier machen, euch das übertragen auf Tracingfilm und dann mit dem Stylus aufs Leder übertragen. Die Vorgehensweise dazu habe ich schon in mehreren Videos gezeigt. Ich verlinke euch mal eins oben rechts in der Ecke. Da die Linien beim Drachenauge etwas fragiler sind, nehme ich hierfür eine schmalere Klinge in meinem Swivel Knife, und zwar in 1/4 Zoll Breite. Wie immer dran denken, wenn zwei Linien aneinanderstoßen, ca. 1 mm Abstand halten. Dieser wird nachher mit dem Beveler geschlossen. Jetzt endlich zu den versprochenen Drachenschuppen. Ich habe hier so einen kleinen Endpunch. Die unteren Spitzen liegen etwa 2 cm auseinander. Die Größe passt perfekt. Dieses Werkzeug war ganz billig, ich glaube von eBay, und deshalb auch schlechte Qualität und ziemlich stumpf. Aber genau das brauche ich heute. Ich möchte ja nicht durchs Leder durchstoßen, wie man es normalerweise mit einem solchen Endpunch macht, sondern nur meine Drachenschuppen auf dem Leder markieren.
Ich nehme so ein großes Lineal und richte es parallel zur unteren Kante aus und lege mir eine senkrechte Linie vom Lineal direkt in die Mittellinie. Durch die beiden Wölbungen an der oberen Kante muss ich das Werkzeug etwas kippen. Ich möchte ja nicht in unsere vorher geschnittene Linie reingehen. Zu dieser lasse ich sowieso etwas Platz, weil wir später das Ganze noch mit einem sogenannten Border Tool umranden werden. Für die nächste Reihe verschiebe ich mein Lineal und nehme es wieder als Anhaltspunkt. Und so geht es Reihe für Reihe. An der Randlinie zu unserem Drachenauge wieder das Werkzeug etwas kippen. Und jetzt seht ihr, warum es hilfreich ist, sich so ein Lineal mit dazu zu nehmen und nicht nur die vorhandenen Bögen als Anhaltspunkt zu nehmen. Wahrscheinlich würden wir in dieser Reihe jetzt niemals so akkurat auskommen ohne das Lineal. Wenn man in der Mitte kein Motiv hat, kann man sich das mit dem Lineal sparen und einfach die beiden Endseiten des Tools an der vorherigen Reihe ausrichten. Wie gesagt, das Tool ist recht stumpf, soll es auch sein. Und jetzt schneide ich alle diese Bögen nochmal mit meinem Swivel Knife nach. Ob man sich jeden Bogen aufteilt in 2 Elemente oder in einem durchschneidet, ist euch natürlich selbst überlassen. Jetzt noch das Drachenauge beveln. Dann müssen alle Drachenschuppen gebevelt werden. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Wer von euch einen solchen Crowner hat, kann damit als erstes alle Bögen beveln und im Anschluss daran mit einem normalen Beveler die kleinen Geraden. Dafür würde ich einen recht breiten Beveler nehmen. Je schneller ist man fertig. Oder mit einem ganz normalen Beveler jede Schuppe einzeln umranden. Jede Drachenschuppe wird übrigens nach außen gebevelt. Welche verschiedenen Beveler es so gibt und was der Crowner so kann, habe ich in dem Video alles über Beveler erklärt, verlinke ich euch rechts oben. Dann habe ich hier so einen Randstempel, mit dem wird als erstes unser Drachenauge umrandet.
beginne die Linie von der einen Seite, dann wechsle ich zur anderen Seite und schaue gerade, wie viele Stempel noch in den Zwischenraum passen, um eventuell die Abstände ein bisschen anzugleichen. Genau das gleiche mache ich jetzt mit der Außenlinie. Dann sollen die Armschützer natürlich noch eine schöne Farbe bekommen. Ich brauche Pinsel, eventuell so eine Kunststoff-Farbpalette, und ich nehme hier Acrylfarbe von Angelus in Kupfer und in Gold. Zum Verdünnen der Acrylfarbe etwas Wasser und einen kleinen Strohhalm. Auf der Farbpalette habe ich hier ein paar Kleckse Acrylfarbe in Rot, Grün und in einem Braunton. Mit dem Strohhalm ein kleines bisschen Wasser dazu zum Verdünnen. Und jetzt male ich als erstes mit dem Kupfer bzw. etwas mit Wasser verdünntem Kupfer das Auge aus. Die Pupille male ich in Gold. Und dann habe ich hier etwas Grün und Braun gemischt. Und färbe damit das restliche Auge. Ich warte, bis diese Schicht getrocknet ist, und dann bringe ich noch als Akzent ein kleines bisschen rote Acrylfarbe auf. Bevor ich jetzt den restlichen Armschoner mit Lederfarbe einfärbe, möchte ich hier noch mit einem Edger die Kanten brechen. Welche Größe ihr bei diesem Werkzeug wählt, hängt ein bisschen von der Lederstärke ab. Ich schräge erstmal nur auf der Oberseite, also auf unserer Motivseite, die Kanten ab, weil ich an der Unterseite die Kante mit Kreppband hinterklebt habe. Die Unterseite möchte ich zum Beispiel nämlich nicht einfärben, das müsst ihr wissen, wie ihr das machen möchtet. Ich nehme jetzt hier Fiebings Pro Dye in Chocolate und male jetzt erstmal nur die Bereiche direkt am Auge aus. Ich nehme es auch gar nicht so genau, die Farbe wirklich bis in die Swivel Knife Schnitte zu bringen, weil wir nachher noch mit Antikpaste drüber gehen werden. Für den etwas weiteren Bereich um das Auge herum nehme ich so einen Dauber. Und für die restliche Fläche ein Stück Schafswolle. Ich finde, damit kann man auf größeren Flächen am gleichmäßigsten Farbe aufbringen. In kreisenden Bewegungen auftragen, eventuell eine zweite Schicht. Und auch die Kanten nicht vergessen.
Dann kommt auf alles eine Schicht Tencoat. Auch wieder in kreisenden Bewegungen auftragen und gut in die Punzierung einarbeiten. Alles schön trocknen lassen. Und jetzt nehme ich hier Antique Finish in Medium Brown. Hauptsächlich möchte ich die Antikpaste eben in die Punzierung unseres Drachenauges eingearbeitet haben, aber ich möchte ja Ränder vermeiden, also trage ich die Antikpaste flächig auf den ganzen Armschoner auf. Alles wieder gut trocknen lassen und nochmal eine Schicht Tencoat als Finish zum Schluss aufbringen. Feuchte die Kanten jetzt ein, einfach nur mit Wasser, und nehme so ein Stück Glycerin-Sattelseife und trage das auch auf die Kanten auf. Und dann kann ich entweder mit so einem Kantenholz oder ich nehme immer lieber ein Stück Canvas-Tuch und glätte damit die Kanten. Denkt daran, es kommt nicht auf den Druck an, sondern auf die Reibungshitze. Das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden seid, die Kanten schön glatt und glänzend sind. Dann habe ich auf jeder Seite mit einer Lochstanze 4 Löcher eingeschlagen, Ösen befestigt. Zu Ösennieten und so weiter gibt es demnächst ein extra Video. Habe durch diese Ösen dann einen schmalen Lederriemen durchgeschlungen und jetzt seht ihr das Endergebnis im Bild. Ich finde, die sehen cool aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Fragen schreibt bitte unten wie immer in die Kommentare. Und es wäre sehr nett von euch, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und dem Video einen Daumen hoch gebt. Bis zum nächsten Mal.